Willkommen zum Retro Newsflash. Kurz und knackig. News aus der Szene vom C64 und Amiga. Für euch zusammengefasst jeden Samstag hier zum Reinschauen. Be there or be square. Ja, wir kommen zum ersten Spiel für heute. Insanity Fight 2. Ja, Neuigkeiten direkt vom Amiga Jam 2024. Der User Rehash hat momentan ein Spiel in Arbeit, nämlich Insanity Fight 2. Es handelt sich dabei um eine inoffizielle Fortsetzung des Kultspiels Insanity Fight. Ja, Insanity Fight ist ein vertikal scrollender Shooter, der von Lionel für den Amiga entwickelt und ursprünglich von Microdeal im Jahr 1987 veröffentlicht wurde. In dem Spiel geht es darum, feindliche Raumschiffe abzuschießen, während man durch 18 Level voller Hindernisse und Feinde navigiert. Obwohl das Spiel aktuell nur in einem Level spielbar ist, können wir zumindest sehen, wie weit das Spiel fortgeschritten ist und hoffen, dass es bis zum Ende weiterentwickelt wird. Hier ist das Neueste vom Entwickler, der Nachfolger des Kultspiels Insanity Fight. Macht euch erneut bereit, Starfighter. Die Alien-Horden sind zurück und so wild wie eh und je. Deine Aufgabe ist es, das Universum davor zu bewahren, vom Wahnsinn überrollt zu werden, ganz ohne Druck. Der aktuelle Bild im Überblick, schnelle und Prototyp Alpha Demo für den Amiga Jam 2024. Die Entwicklung begann Mitte November 2024, daher fehlen noch viele Features und Optimierungen. Derzeit ein Gebiet inklusive Bosskampf, blaue Power-Ups und verbesserte Feuerkraft bis zu 3 maximal und rot für Gesundheit. Man hat ein Leben, also sollte man es nutzen. Ich möchte mehr Level bauen, Power-Ups und Audio, insbesondere Sound FX hinzufügen. Die Hardware Specs sehen wie folgt aus. Es soll also auf einem Amiga mit OCS, ECS und AGA Chipsatz laufen mit mindestens 1 MB RAM. 68.000er CPU, aber eine 68.010er oder höher wäre schon erforderlich bzw. vielleicht angeraten. Aktuell liegt die Demo in einem ADF-Format vor, kann sich also jeder runterladen und selber ausprobieren. Ich habe es gemacht und es gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, unser zweiter Titel für heute, Geostar. Ein weiteres brandneues, originalgetreues Spiel für klassische Amigas. Tief auf einem vergessenen Schrottplatz hat sich die Natur mit der Technologie vereint und eine neue Lebensform geschaffen. Aber nicht alles war gut, denn es tauchte eine Bedrohung auf, die Gasmoths. Um sich zu verteidigen, wurde ein Champion auserwählt, der es mit den neuen Bedrohungen aufnehmen sollte. Geostar. Mit seiner kybernetischen elektrischen Kräfte und seinem KI-Superschiff namens Gairi kämpft Geostar für ihre Freiheit, ihre Heimat und ihr Volk. Reise mit Geostar in die innere Welt der Computer und der Technologie. Let's Rock'n'Roll. Soweit die Einführung des Entwicklers. Das ist im Übrigen Chiron Studios. Das Spiel kann aktuell nur über dessen Webshop geordert werden. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Soweit ich gesehen habe, gibt es momentan auch keinen digitalen Download. Das Spiel wird in einer vollfarbigen Schachtel mit einem hochwertigen Hochglanz-Handbuch und einer 3,5 Zoll Diskette geliefert. Spielbar im Idealfall auf einem Amiga 1200 mit 2 MB RAM. Als Minimum gibt der Entwickler einen Amiga 500 mit 1 MB RAM an. Noch ein Hinweis des Entwicklers: Der Amiga 1000 wird derzeit nicht unterstützt, es sei denn, du hast eine Art von Erweiterungsram hinzugefügt, sodass man auf 512 KB Chip-RAM und mindestens 512 KB Slow-RAM kommt. Dies hat die Emulationstests als funktionierend bestanden. Ja, das Spiel sorgt für Kurzweil und macht sehr viel Spaß. Ob der reine Verkauf als Boxed-Edition ausreichend ist, sei mal dahingestellt. Vielleicht wird es die digitale Version in einer nahen Zukunft auf itch.io oder auf seiner Seite geben. Mal abwarten.
Wer sich aber für das Spiel interessiert, sollte auf jeden Fall vorbeischauen und gegebenenfalls einfach mal nachfragen, ob auch eine digitale Edition geordert werden kann. Vielleicht macht er das dann auch möglich. Ich persönlich kenne ihn nicht, von daher kann ich dazu nichts sagen, aber es könnte ja sein, dass es angeboten wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, solltet ihr das Spiel bestellen und allzeit Kampfbereitschaft. Ja, der letzte Titel für heute, El Cartero. Diese Woche ist bestimmt für jeden wieder etwas dabei, denn abgesehen von den Amiga News ist ein neues Commodore 64 Spiel am Start. El Cartero von Bonnet 2020. Ein irgendwie süchtig machendes Arcade-Spiel, das mehrere Levels bietet, in dem man sich mit aggressiven Hunden, giftigen Schlangen, Steine werfenden Adlern und sogar Marsmenschen herumschlagen muss. Das Wichtigste zum Spiel El Cartero in Kürze. Es ist ein Plattform-Arcade-Spiel, in dem du die Rolle eines tapferen Postboten spielst, der durch die verschiedenen Ecken der Welt reist. Deine Aufgabe ist es, Briefe zu sammeln, aber der Weg zu deinem Ziel wird nicht einfach sein. Auf jedem Schritt des Weges erwarten dich gefährliche Feinde. Während des Spiels kannst du Bonbons sammeln, die deine Punktzahl erhöhen. Das Spiel besteht aus 14 einzigartigen Leveln, voller verschiedener Herausforderungen und unerwarteter Hindernisse. Es gibt eine Bonusversion für 2 Spieler, die in einem unterhaltsamen Wettkampf versuchen, die meisten Karten in kürzester Zeit zu sammeln. Die Entwickler des Spiels sind Adrian Marcello Bonnet, Dirk Rosen und Esteban Trujillo. Das Spiel wurde mit dem C64 Game Maker erstellt. Den hatte ich ja bereits in einem der anderen Folgen des Retro Newsflash bereits vorgestellt. Passend dazu gibt es für alle Sammler von Boxen eine weitere gute Nachricht. K&A Plus haben El Cartero mit in ihr Programm genommen und bieten es in einer Boxed-Version in ihrem Webshop an. Der digitale Download kann über die itch.io-Seite von Bonnet 2020 durchgeführt werden und wie immer an dieser Stelle gilt, wer das Spiel herunterlädt, sollte dem Entwickler einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen, damit dessen Arbeit entsprechend gewürdigt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Briefe einsammeln. Ja, und das war es dann auch schon wieder für den Retro Newsflash für diese Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin macht's gut. Ciao.